Das ist die Kurve 450 Rallye und alle sprechen immer davon, dass das ein echtes Rallye-Bike ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein echtes Rallye-Bike? Was macht ein echtes Rallye-Bike aus? Ich würde sagen, finden wir es raus. Ein echtes Rallye-Bike braucht eine robuste und vor allem verwindungssteife Rahmenkonstruktion, die aber auch nicht zu schwer ist. Denn zu viel Gewicht macht das Motorrad unhandlich und zu wenig Gewicht führt schneller zu Schäden und zu weniger Stabilität. Und die Kurve, die setzt auf einen Aluminium-Doppelträgerrahmen, welcher natürlich jetzt hier durch die Vollverkleidung nicht sichtbar ist, aber den findet man auch in den üblichen Werksreplika wieder, denn er hat viel Stabilität zu verhältnismäßig geringem Gewicht. Und Thema Gewicht, die Kurve wiegt 145 Kilogramm trocken. Andere Werksreplika wiegen ein paar Kilo mehr, ein paar Kilo weniger, also liegt die Kurve eigentlich genau in der Mitte. Fassen wir zusammen, die Rahmenkonstruktion und das Gewicht der Rallye machen sie zumindest in den Punkten zu einem echten Rallye-Bike. Rallye-Etappen können hunderte Kilometer lang sein, ohne Tankstopps dazwischen. Das heißt, wir brauchen entweder große Tanks oder mehrere Tanks. Und die dürfen dabei nicht komisch platziert sein, damit sie das Fahrgefühl nicht negativ beeinflussen. Die 450 Rallye hat 3 Tanks. 1, 2 und hier hinten befindet sich der dritte. Und damit kann sie bis zu 32 Liter Benzin fassen, was Reichweiten laut Hersteller bis zu 500 Kilometer möglich macht. Jetzt ist nur die Sache, dass innerhalb Europa durch Zulassung und Genehmigung nur die vorderen beiden Tanks legal befüllbar sind. Der hintere Tank kann immerhin als Wassertank genutzt werden oder auf Rallye-Etappen, wenn man dann legal Offroad fährt oder in anderen Ländern, kann hier auch einfach Benzin reingefüllt werden, denn das Überbrückungsstück ist sowieso dabei. Kurz gesagt, die Mehrtanklösung in Kombination mit der extremen Reichweite machen sie zu einem echten Rallye-Bike. Echte Rallye-Fahrer verbringen ganz viel Zeit im Stehen. Und das heißt, wir brauchen eine hohe Sitzposition, eine schmale Sitzbank, damit wir uns mit den Beinen gut festhalten können. Und vor allen Dingen muss das Cockpit gut leserlich sein, auch im Stehen. Die Sitzhöhe fällt mit 91 cm natürlich sehr, sehr hoch aus, aber das ist halt auch Rallye-Bike typisch und die federt natürlich noch. Wir haben 31 cm Bodenfreiheit, die brauchen wir auch, wenn wir über Stock und Stein fahren. Was noch ganz spannend ist, gerade wenn man steht, dann kann man die Instrumente immer noch sehr, sehr gut ablesen. Ich meine, jetzt hier ist es ein Sonderfall, denn der Dennis, der Besitzer, hat sich hier oben noch so ein Tablet dran gemacht. Normalerweise ist das Originaldisplay weiter oben, damit man gerade auch bei Fahrten im Stehen das Ganze gut ablesen kann. Zusätzlich kann man das ABS komplett ausschalten und, was ich ganz spannend fand, man kann auch nur das Hinterrad deaktivieren. Das heißt, die ergonomischen Anforderungen sind erfüllt und das macht sie ebenfalls zu einem echten Rallye-Bike. Echte Rallye-Bikes brauchen gar nicht unfassbar viel Leistung, aber sie brauchen einen großen Drehzahlbereich, den sie abdecken. Von unterer Drehzahlbereich für technisch schwierige Passagen, als auch den oberen Drehzahlbereich, wenn es dann lange Etappen quer durch die Wüste geht. Die Rallye kommt mit einem 450 Kubik Einzylinder daher mit 42 PS und 40 Newtonmeter Drehmoment. Und andere Replika-Bikes haben meistens einen Tick mehr, also so um die 50 PS. Das hier ist allerdings natürlich auch ein Serienmotorrad und das heißt, die muss halten, also langjährig halten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Leistung einen Tick gedrosselt wurde, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Wem das nicht reicht, ich meine 42 PS im Gelände, gerade bei dem Leistungsgewicht von 145 Kilo, das ist eine ganze Menge, der kann trotzdem per ECU-Tuning ganz einfach auf 55 PS gehen. Kurz gesagt, die Kurve ist absolut ausreichend motorisiert und auf Haltbarkeit ausgelegt und genau um die beiden Punkte geht es ja eigentlich beim Rallye-Fahren. Deswegen Rallye-Bike. Ein echtes Rallye-Bike braucht ein sehr präzise abgestimmtes Fahrwerk, das nicht nur lange Etappen quer durch die Wüste bei hohen Geschwindigkeiten aushält, sondern auch kleine technische Passagen meistern kann. Die Rallye, je nach Version, kommt mit bis zu 305 mm Federweg vorne und 300 mm Federweg hinten. Der Radstand ist ein bisschen länger, einfach um bei schnelleren Geschwindigkeiten auch Offroad mehr Laufruhe zu geben. Und das niedrige Gewicht zusätzlich zur schmalen Passform sorgt einfach für mehr Agilität im Gelände. Ich glaube, zum Fahrwerk brauche ich gar nicht mehr viel sagen, Rallye-tauglich.
Ein echtes Rallye-Bike fährt täglich Hunderte von Kilometern und muss dabei zuverlässig sein. Also sowohl der Motor muss zuverlässig sein, als auch das Fahrwerk, das in jeder Situation präzise arbeiten muss. Über die Haltbarkeit lässt sich bei einer so jungen Marke eigentlich noch gar nicht so viel sagen, aber Kove kommt mit einer grundsoliden Basis daher. Und sowohl die 450 Rallye als auch die 800X Rallye, die sind eingeschlagen wie eine Bombe und auch das internationale Publikum ist bisher begeistert. Also ich kenne zumindest keinen Fall, wo es Motorschaden gab oder wo der bekannt geworden ist. Fakt ist, jedes Bike hat Kinderkrankheiten, das ist bei jedem Hersteller so. Auch Kove hatte die, zum Beispiel bei der 450 gab es, dass im unteren Drehzahlbereich so ein Ruckeln war. Das wurde allerdings direkt mit einem Update behoben. Und auch, dass sie Dakar mit diesem Bike mitgefahren sind, da sollte es eigentlich keine Diskussion zur Haltbarkeit, zumindest in meinen Augen, geben. Fakt ist, wie haltbar die Motoren letztendlich sind, das weiß keiner genau, das wird die Zeit zeigen. Aber es gibt schon Motorräder mit über 50.000 Kilometern drauf und die zeigen keine besonderen Auffälligkeiten. Fassen wir also zusammen. Ein echtes Rallye-Bike braucht einen leichten und stabilen Rahmen. Wir brauchen lange Federwege, wir brauchen große Tanks für weite Reichweiten und vor allen Dingen brauchen wir einfach die Ergonomie, die Sitzhöhe, aber auch die Bodenfreiheit für lange Offroad-Etappen. Und gerade da müssen die Teile ebenfalls haltbar sein. Und Kove macht den Job bisher verdammt gut. Natürlich ist es kein echtes Werksreplika, aber es ist verdammt nah dran an einem. Und ich glaube, das beste Beispiel oder das beste Argument für die Haltbarkeit bei Kove ist, dass die Jungs mit 3x 450 Rallyes bei der Rallye Dakar angetreten sind und tatsächlich sind alle 3 Bikes ins Ziel gekommen. Und das finde ich persönlich verdammt beeindruckend. So beeindruckend, dass wir uns über die Haltbarkeit bei all dem, was wir hier machen, keine Sorgen machen müssen.